Wie sind Sie nach dem Schulabschluss zu der Tätigkeit beim Grenzschutz gekommen? Bei mir im Sportverein war ein Vertreter vom Bundesgrenzschutz, der hat Werbung gemacht, hat immer sehr viel davon erzählt und ich wollte aus meinem kleinen norddeutschen Dorf raus. Und das schien mir die schnellste Möglichkeit, zum möglichst frühen legalen Zeitpunkt von zu Hause auszuziehen. Okay. Was für ein Bild der DDR wurde Ihnen vermittelt und was war Ihre persönliche Sicht über den Ostblock? Muss man natürlich trennen zwischen Ostblock und DDR. Die Sicht, die uns vermittelt wurde beim Bundesgrenzschutz, war in meinem persönlichen Erleben und auch im Rückblick eigentlich eine Sicht, die sehr objektiv die Situation beschrieben hat. Vor allen Dingen gerade insbesondere im Grenzverlauf, dass wir schon die Situation hatten, dass die Grenzschützer von der DDR-Seite schon mal zur Waffe gegriffen haben und wir das leider nicht tun konnten, weil wir hatten beim Bundesgrenzschutz einen sogenannten Kombattantenstatus. Das heißt, wenn wir tatsächlich zurückgeschossen hätten aus irgendeinem Grund, wäre das schon ein Angriff eines NATO-Staates auf den Ostblock gewesen. Daher haben wir das nicht getan. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass uns die Situation sehr objektiv vermittelt wurde. Also wir sind da nicht in irgendeiner Form indoktriniert worden. Ostblock war dann doch wieder eine ganz andere Sache, weil damals, zu der damaligen Zeit, hieß Ostblock Sowjetunion und dass zumindest in dem Grenzbereich, in dem ich tätig war, mehrere tausend Panzer stationiert waren, davon sehr viele unterirdisch. Das war damals ein offenes Geheimnis, was dann nach der Grenzöffnung sich auch bestätigt hat, weil man die Silos, wo die Panzer waren, auch gefunden hatte und das war dann schon eine sehr reale Bedrohung. Die Panzer mussten auch ab und zu mal gewartet werden, mussten auch mal die Motoren angemacht werden. Das heißt, wenn man dann nachts an der Grenze lang gegangen ist, hat man natürlich schon den Diesel gerochen, die Geräusche gehört und das wird dann sehr real. Das hat dann nichts mehr so mit der Ostblock und das ist die große Politik, sondern da stehen ein paar tausend Panzer in Hörweite. Ja, hat sich Ihre Sichtweise denn im Nachhinein verändert? In keiner Weise, eher etwas bedrohlicher als es damals war, wobei ja damals eher dann doch der Eindruck war, die Atombombe fällt gleich. Gerade Anfang der 80er, die ganzen Friedensdemonstrationen waren ja auch ein Ausdruck davon. Heutzutage, auch nach dem Studium, würde ich eher die Situation gefährlicher einschätzen, weil ich im Moment den Ostblock, wie ja auch die aktuelle Politik von Putin zeigt, doch eher etwas raumgreifender ist. Und früher war das doch etwas sehr Theoretisches, dass jetzt wirklich jemand die Atombombe wirft, war, glaube ich, damals genauso Hysterie, wie es heute ist. Aber dass jemand plötzlich in ein Land einmarschiert, was 1,5 Stunden mit dem Flugzeug von uns weg ist, passiert real und ich glaube, da ist erstmal kein Ende. Was waren Ihre Aufgaben beim Grenzschutz? Sehr unterschiedliche. Nach der Ausbildung war ich eine ganze Weile in einem Bereich, der nannte sich zur besonderen Verwendung, von dem ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel erzählen darf. Und war eben ein Bereich zur besonderen Verwendung. Dann habe ich aber nach ungefähr 2 Jahren, nach Ende der Ausbildung, habe ich mit dem Abendgymnasium angefangen, habe einen Job gesucht, der sehr feste Arbeitszeiten hatte und hatte dann den normalen Grenzschutzregeldienst, also wirklich mehr oder weniger jeden Tag an der Grenze in meinem Grenzabschnitt die Grenze abgegangen, zu unterschiedlichen Schichtzeiten. Ich war sehr oft nachts unterwegs, habe mehrere Glückwunschschreiben bekommen vom Bundesinnenminister, dass ich der Beamte wäre mit den meisten Nachtstunden, was aber eigentlich ganz trivial war, weil das Abendgymnasium ging bis 21:15 Uhr, um 22 Uhr fing die Schicht an und dann sind wir raus an die Grenze gefahren und ich habe versucht, meine Hausaufgaben irgendwie zu machen, aber gut. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wie ein normaler Arbeitstag früher bei Ihnen aussah. Ja, ich habe es gerade gesagt, Schichtdienst ist das Normale, wenn man den
Grenzregeldienst hat. Das heißt, es gibt zweimal die Schicht, die Morgenschicht von 6 bis 14 Uhr, zweimal die Schicht 14 bis 22 Uhr, zweimal die Schicht 22 bis 6 Uhr und dann hat man 2 Tage frei. Mehr ist da eigentlich nicht. Also beim normalen Regeldienst ist nicht mehr. Nein. Wie war das Verhältnis zu Ihren Kollegen? Gab es da ähnliche Systeme wie in der DDR, dass Paare zum Beispiel immer neu gemischt wurden? Nee, das nicht. Und auch bei der DDR waren es nie Paare, sondern die waren immer zu dritt. Weil 2 können sich tatsächlich noch miteinander verabreden. 3 können das auch, ist ganz klar, kommt nur deutlich seltener vor. Also ich hab solche Geschichten gehört aus den 50ern, dass sich da welche von den Grenztruppen der DDR aufgemacht haben in den Westen. In meinem Erleben, ich kenne auch keinen, der das erlebt hätte. Also zu dritt ist es, wie gesagt, fast unmöglich. Aber nein, sowas gab es bei uns überhaupt nicht. Andere Sachen, andere Geflogenheiten von den DDR-Grenztruppen, zum Beispiel, was ab und an vorkam, dass von den Grenztruppen jemand, ein Offizier in der Regel mit 2 weiteren dann vor dem Grenzzaun, also immer noch auf Gebiet der DDR, aber vor dem Grenzzaun langgegangen ist, parallel zu unserer Streife. Die zum Beispiel habe ich in den 9 Jahren, in denen ich beim Grenzschutz dabei war, habe ich nicht ein einziges Mal ein Wort sagen hören, bis auf einmal, das war 1988 Weihnachten, da hat einer mal frohe Weihnachten gewünscht. Also auch obwohl wir die angesprochen haben, wurden wir nicht angesprochen. Und so nah, ne, wie du mir bist, so nah waren wir zusammen, wirklich nur durch die virtuelle Grenze getrennt. Und die haben in aller Ruhe ihr Stift, Zettel rausgeholt, aufgeschrieben, weil man hatte ja ein Namensschild und man hatte ja ein Abzeichen, haben das aufgeschrieben, wer das ist, was für ein Abzeichen. Dann ist einer gekommen, hat die Kamera vor die Nase gehalten, haben einen fotografiert. Und da konnte man so viel reden, wie man wollte. Die haben nicht einmal Antwort gegeben oder sonst irgendwas. Und dann sind die wieder ganz langsam zurückgegangen, durch den Zaun zurück. Okay. Haben Sie Ihre Tätigkeit als besonders abwechslungsreich empfunden? Nein, und darum habe ich gekündigt. Nein, das ist falsch. Darum habe ich nicht gekündigt. Ich habe deshalb das Abendgymnasium besucht. Ich persönlich hatte eigentlich den Plan, nach dem Gymnasium weiter beim Grenzschutz zu bleiben. In der Theorie gab es damals die Möglichkeit des sogenannten internen Aufstiegs. Wie ich dann aber gemerkt hatte, als es dann aufs Abitur zuging, wäre ich der allererste gewesen und dafür gab es überhaupt gar keinen Prozess. Das hätte absolut nicht geklappt und dann bin ich auch gegangen. Können Sie uns über eines Ihrer einschneidendsten Erlebnisse berichten, die Sie an der Grenze erlebt haben? Ich kann da von 2 Sachen berichten, die sind, beim einmal haben wir einen Flüchtling aufgegriffen, der objektiv aus der DDR kam, also der hat nicht irgendwie jetzt eine Story erzählt, sondern der kam aus der DDR, er ist geflüchtet und hat uns dann erzählt, wo er überall lang gegangen ist und er ist über den Zaun und dann ist er gelaufen und dann kam der nächste Zaun. Und bis dahin hat sich das für uns gedeckt, weil das war der normale Aufbau der DDR-Grenze. Den Zaun, den der normale Besucher gesehen hat, war der Zaun, der so vorne war, ich sag mal als Show, aber in der Regel gab es noch einen zweiten Zaun von unserer Seite aus gesehen, hinter diesem Zaun 300-400 Meter weiter. Und dementsprechend, das war völlig normal, man musste über 2 Zäune rüber. So, und da hat er noch vom Zaun und noch vom Zaun erzählt und das konnten wir gar nicht. Dann haben wir versucht, das auf der Karte nachzuvollziehen und dann haben wir dann gemerkt, der arme Junge ist an der Stelle rübergekommen, wo die Grenze einen Zickzack macht und der ist tatsächlich im Westen gewesen, ist weitergelaufen, ist im Osten gewesen, ist weitergelaufen und war dann aber glücklicherweise wieder im Westen. Also das war die eine Situation und die andere Situation war dann weniger lustig. Das ist mir ganz genau so 2-mal passiert. Es wollte jemand flüchten, hat mich gesehen, ist auf mich selber zugelaufen, weil es für ihn dann der kürzeste Weg war und er dachte, er wäre damit dann auch in Sicherheit. Und bei beiden Malen sind die Personen nicht bis zum Zaun gekommen, sondern vorher erschossen worden.
das war nicht nur sehr tragisch und beeindruckend, sowas mitzuerleben, sondern auch sehr gefährlich, weil, wie gesagt, auf die Person wurde geschossen, die ist auf mich zugelaufen, das heißt, mir sind die Kugeln real um die Ohren geflogen, ist ein Geräusch, was man nicht wirklich mehr vergisst, weil die Kugeln waren sehr nah dran. Ja, Sie haben ja schon erwähnt, Sie hatten auch viel mit Republikflüchtlingen zu tun. Was geschah normalerweise mit Ihnen, nachdem Sie die Grenze überquert hatten? Normalerweise eigentlich verhältnismäßig wenig von unserer Seite her. Wir haben die aufgenommen, haben erstmal geguckt, ob alles so körperlich in Ordnung ist, ob die eventuell Erste Hilfe oder ähnliches benötigen. Die Personalien wurden aufgenommen, auf irgendwelche Ausweispapiere, ähnliches musste man sowieso verzichten, weil in der Regel ja nichts vorhanden war. Die meisten sind wirklich mit dem, was sie am Körper hatten, über die Grenze gekommen. Und in dem Bereich, wo ich war, das heißt von Helmstedt aus ungefähr 20 Kilometer im Norden bis 40 Kilometer im Süden von Helmstedt aus gesehen, da gab es eine Flüchtlingsauffangstelle, die war in Helmstedt, da wurden die hingebracht und dann hat sich die Arbeit für den Grenzschutz an der Stelle eigentlich erledigt gehabt. Hatten Sie Angst vor Ausbruch von Konflikten zwischen Ost und West? Nicht wirklich, weil also einerseits auch dadurch bedingt, dass wenn man jetzt sehr lange die Grenztruppen der DDR sieht, plus dem, was man aus dem Fernsehen wahrgenommen hatte über den wirtschaftlichen Zustand der DDR, das war doch alles, also die Autos waren kurz vorm Zusammenbrechen. Der Zustand der Grenztruppen war schon fast peinlich. Also die habe ich nicht als Gefahr betrachtet. Nee, habe ich nicht gesehen. Nein. Okay, vielen Dank. Das wäre es dann auch schon.